In einer niederösterreichischen Gemeinde hat die Fundstelle einen leidenschaftlichen Hobbypaläontologen getroffen. Vor etwa 16 Millionen Jahren gab es hier noch ein riesiges tropisches Meer. Und aus genau diesem stammt der wahrscheinlich fantastischste Fund Gerhard Wanzenböcks. Nach dem Intro erfahrt ihr mehr über die Spuren des damaligen Lebens und die Gründe dafür, warum trotz angenehmer Temperaturen Baden damals wahrscheinlich recht wenig Spaß gemacht hätte. Mein Name ist Gerhard Wanzenböck. Ich sammle jetzt seit mittlerweile 47 Jahren Fossilien. Bin mit 11 Jahren dazugekommen, da kann man sich ausrechnen, wie alt ich bin. Also wir hatten einen Weinbaubetrieb, einen Nebenweinbaubetrieb, einen heurigen, und haben wirklich bei diesen Weingarten Steine glauben müssen, weil dort immer wieder sehr viele Steine rauskommen. Und dabei habe ich einen Stein entdeckt, wo etwas Komisches drinnen war. Es ist, heute weiß ich, ein Tintenfisch, ein Ammonit, schaut aus wie eine Schnecke. Und ich habe das damals meinem Biologieprofessor gezeigt. Ich habe geglaubt, ich habe irgendeine Weltsensation gefunden. Und er hat mir erklärt, was das ist, dass das Ammonit ist. Hat mir ein paar dicke Bücher in die Hand gedrückt, die vielleicht ein bisschen zu schwer waren damals. Aber ich habe mich da tapfer durchgekämpft und bin halt auch dabei geblieben. Dieser Virus Fossilien sammeln hat mich eben mit 11 Jahren befallen. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, nach wie vor noch begeistert er mich. Hier vor ungefähr 16 Millionen Jahren hat es angefangen, dass das Wiener Becken sich abgesenkt hat und das Meer, das es schon nördlich von Wien gegeben hat, ist da reingeflossen und hat das ganze Wiener Becken aufgefüllt. Interessanterweise war es vor ungefähr 15 Millionen das Wasser wieder weg, aber vor 14 Millionen Jahren ist es wieder massiv zurückgekommen. Und da haben sich sehr viele Tiere hier ausbreiten können. Wir hatten hier Lebensbedingungen in etwa wie in der Karibik heute oder im Roten Meer. Also so kann man sich vorstellen, wenn man als Taucher da reingehüpft wäre, würde man in etwa solch eine Tierwelt erwarten. Also und es wäre auch nicht so, dass da irgendwelche Urzeitviecher herumgeschwommen wären, sondern man hätte sich tadellos zurechtgefunden eigentlich schon. Es waren eigentlich schon sehr moderne Tiere. Es hat auch eine riesen Artenfülle von Muscheln und Schnecken gegeben. Geinfern ist sehr bekannt dafür, in der Literatur, auch schon in der wissenschaftlichen. Wir haben ja allein über 300 verschiedene Schneckenarten nachgewiesen. Auch sehr viele Muschelnarten, die man hier wieder auf diesen Feldern und Weingärten in Geinfern finden kann. Auf dieser Tafel sieht man sehr toll, wie damals die Meeresverteilung gewesen ist. Es hat schon ein Mittelmeer gegeben und dieses Mittelmeer hatte eine Verbindung zu einem großen Meer, sogenannten Parathetis. Mittelmeer, das ist Tethys, und die Parathetis, quasi ein Nebenmeer vom Mittelmeer. War aber gewaltig, also von unseren Bereichen rüber bis zu einem großen Bogen bis zum Indischen Ozean. Man konnte also quasi zeitweise hier einsteigen, so wie man heute kann über den Suezkanal, aber der ist vom Menschen gegraben worden, konnte man damals natürlich über Iran, Irak, diese Gebiete, die waren überschwemmt, in den Indischen Ozean gelangen. In diesem Diorama wollte ich zeigen, wie es in der Geinfarner Bucht einmal ausgesehen hat. Eben diese Seegraswiesen, wo sich die Seekühe wohlgefühlt haben und wo es so eine Artenfülle gegeben hat. Also über 300 Schneckenarten, viele, viele Muschelnarten hat es hier gegeben. Es sind nicht nur die ganz toll erhaltenen Schalen interessant, sondern oft gerade die aufgebrochenen, leicht beschädigten Schalen sagen auch sehr viel aus. Und zwar manche Schneckenschalen sind aufgebrochen. Richtige Ecken drinnen. Und dann, wenn man sich das genau anschaut und ein bisschen was liest darüber, weiß man, dass das Schamkrabben oder Boxerkrabben machen. Die halten mit einer Scherenhand halten sie die Schnecke fest, mit der anderen haben sie wie einen Dosenöffner, so einen Fortsatz, und brechen dann die Schneckenschale auf, um an das Schneckenfleisch zu kommen. Die Schnecke kann sich nur ein Stück zurückziehen, also muss sie immer weiter aufbrechen. Manche Schneckenschalen sind aber weit aufgebrochen, also da wäre schon eigentlich keine Schnecke mehr drinnen und man fragt sich, na, was hat der gemacht? So spaßhalber bricht einer der nicht einfach auf, das ist viel Energieaufwand. Da ist was anderes gewesen, und zwar leere Schneckenschalen sind nicht wertlos, sondern die sind sehr wichtig in den Meeren drinnen, deshalb nicht zu viele aufsammeln, denn das sind das Zuhause für Einsiedlerkrebs. Die brauchen diese Schalen, um dort quasi ihr Zuhause zu haben. Aber Schamkrabben fressen auch Einsiedlerkrebse. Dieser Einsiedlerkrebs kann sich weiter zurückziehen in der Schale, weil er einen weichen Hinterleib hat. Das heißt, die Schamkrabbe muss weiter aufbrechen, um zu diesem Einsiedlerkrebs zu kommen. Man kann also erkennen anhand des Brechmusters, was ist da gefressen worden. Ist die Schnecke das Ziel gewesen oder ist der Einsiedlerkrebs das Ziel gewesen von dem Beutezug?
Diese Tiere gibt es heute noch, fast unverändert. Und auch dieser Prozess kann man nach wie vor noch sich anschauen, wenn man sich aufhebt, Schneckenschalen, und das erkennt solche Brechmuster. 2006 hatte ich eine Tagung zu ausrichten von der Paläontologischen Gesellschaft von Österreich und ich brauchte einen Exkursionspunkt und da habe ich den Bürgermeister gebeten, ob er mir zum Beispiel einen Bagger zur Verfügung stellen könnte, im Besitzer vom Feld, wo ich vermutet habe, dass es was gibt, weil wir haben im Jahr 2000 eine Institutsgrabung gehabt dort. Da wusste ich, okay, da ist ungefähr ein Fundhorizont. Und dann haben wir begonnen. Und schon beim Probegraben ist ein Stück Seekuhrippe herausgekommen. Und ich habe gleich geschrien im Bagger, halt, aufhören zum Graben und so. Und ich habe gesagt, was hast du? Und haben das gezeigt. Er hat gesagt, also Stein, nein, ist kein Stein, ist eine Seekuhrippe und so. Und dann haben wir halt vorsichtig versucht, einmal freizulegen. Und da habe ich gemerkt, hoppala, da ist ein ganzer Skelettverband wahrscheinlich drinnen. Und dann habe ich das Naturhistorische und die Universität Wien angerufen. Und die waren Gott sei Dank sehr interessiert und dann ist es losgegangen. Und dann haben wir einen Monat lang gegraben und dann kam eben das ans Tageslicht. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil es ein toller Fund ist, weil es ganze Seekühe was extrem Seltenes. Also was eigentlich ausschaut wie ein riesiger Knochenhaufen, hat Symmetrie drinnen. Also da ist ein System dahinter. Und zwar, man kann es sich so vorstellen, hinten auf den kleinen Bergerl ist ein Beckenknochen. Daran konnte man auch erkennen, dass es sich um ein Weibchen handelt. Der kleine Knochen davor, zum Beispiel der Oberschenkelknochen. Den hinteren Bereich, diese verschwemmten Schwanzwirbel. Dann haben wir hier den großen Torsobereich. Mit hier verschwemmt etwas die Unterkiefer, aber wir haben Oberarm, Unterarm und das Schädeldach, das etwas weiter vorne ist. Diese Seekuh liegt quasi am Rücken. Aber sie ist, was das ganz Tolle daran ist, sehr rasch eingebettet worden. Das heißt, nach ihrem Tod ist sie nicht irgendwie lange an der Oberfläche getrieben und wurde angefressen, sondern ist sehr rasch zugedeckt worden. Das könnte auch in Verbindung sein mit einem Sturmereignis, wofür auch diese großen Steine hier zählen würden, weil die normalerweise in den Geinfern an Sedimenten nicht so stark enthalten sind. Also durch einen starken Sturm könnte ihre Nahrungsgrundlage, die Seegraswiesen, zerstört worden sein. Und diese junge Dame ist dann eigentlich schlichtweg verhungert. Das ist aber eine Arbeitshypothese und noch nicht genau belegt. Aber alles die Indizien würden dafür sprechen. Das Interessante ist, sie wurde zwar sehr rasch zugedeckt, aber manche Knochen haben rausgeschaut und auf diesen Knochen haben sich dann Austern angesetzt. Also auch es ist sehr wichtig, dass man nicht nur einfach Knochen herausreißt aus dem Boden, sondern dass man flächig einmal alles abgräbt, sich dann wissenschaftlich anschaut. Einerseits man sieht aufgrund der verschwemmten Wirbel, wie waren die Strömungen zu dieser damaligen Zeit. Und diese Dinge oder diese Steine eben berücksichtigt. Daran kann man sehr viele Informationen sammeln, wie es damals ausgesehen hat und was dazu geführt hat, dass diese Seekuh hier nun zu finden gewesen ist. Das Tolle an diesem Fund ist, dass es so komplett ist, dieser Skelettverband, also es fehlen nur ein paar kleinere Knochen. Und da konnte festgestellt werden, dass diese Art jetzt eine Metaxitherium medium heißt, ein kleiner Zungenbrecher. Früher hat sie geheißen Thalattosirem petersi, seit der Monarchiezeit. Und aufgrund dieses Fundes, was mich natürlich persönlich sehr freut, da ist extra ein Wissenschaftler aus Amerika rübergekommen, der Herr Dr. Domnig, der Mann für fossile Seekühe. Und der hat festgestellt, dass es sich eben um eine Gattung Metaxitherium handelt und nicht Thalattosirem. Freut einen Privatsammler natürlich sehr, dass aufgrund solch eines persönlichen Fundes sowas festgestellt wird für die Wissenschaft. Seekühe gibt es auch heute noch. Zum Beispiel, da habe ich mitgenommen ein Modell. Also wir haben diese typische Seekuh, diese Rundschwanz-Seekuh, die es einerseits in der Karibik gibt, im Amazonas und sogar im Niger in Afrika gibt, also im atlantischen Raum. Und dann haben wir hier diese Gabelschwanz-Seekuh, heißt auch Seeschwein, nicht sehr unbedingt Dugong. Es ist nicht so ganz nett, dieser Name als Seeschwein zu bezeichnen. Aber wie man sieht, ein ganz anderer Schwanz, ein Gabelschwanz. Und die gibt es heute noch im Roten Meer bis nach Australien. Also im pazifischen Raum sind diese zu Hause. Und diese Art, also diese Gabelschwanz-Seekühe, um so eine handelt es sich auch hier. Also diese beiden Arten Seekühe sind vor ungefähr Tiere, die vor ungefähr 40 Millionen Jahren wieder zurück ins Wasser gewandert sind. Also es stammen ab von Landsäugetieren und ganz interessant und spannend, die sind ganz eng verwandt mit den Elefanten. Würde man nicht so ganz annehmen, aber sogar die Männchen haben kleine Stoßzähne nach wie vor noch. Gar nicht verwandt mit den Walen, man könnte annehmen, ja, so ähnlich, nein, Wale stammen von Flusspferdenverwandten, also sind auch vor ungefähr 40, 50 Millionen Jahren ins Wasser gegangen, aber sind gemeinsame Vorfahren mit den heutigen Flusspferden, also den Schweineartigen zum Beispiel.
Wenn man jetzt schaut, Robben, Seehunde und solche, die stammen wieder von den marderartigen Tieren ab. Also ganz unterschiedliche Tiere haben festgestellt, hey, da unten im Meer gibt es viel Nahrung, ich bleibe immer mehr im Wasser und irgendwann hat sich daraus entwickelt ein Tier mit einem Ruderschwanz, wo keine Füße, keine Hinterextremitäten mehr da sind. Und die Vorderextremitäten wurden zu Flossen umgewandelt, mit denen sie sich bewegen können. Seekühe sind ganz friedliche Tiere, ernähren sich von Pflanzen, vor allem von Seegräsern, vor allem diese Gabelschwanz-Seekuh. Deshalb hat sie auch so ein unterständiges Maul, dass sie wie ein Staubsauger quasi das fressen kann. Diese Rundschwanz-Seekühe, die fressen auch ganz gern Wasserhyazinthen, dann haben sie das Maul eher hochstehend, dass sie auch von der Wasseroberfläche abfressen können. Das tun die eben nicht. Deshalb eine andere Bildung, also man sieht, da hat sich auch schon da was getan, aufgrund der Lebensweise. Wir schauen hier in die Genferner Bucht hinein, auf den Harzberg, unseren Hausberg. Man muss sich vorstellen, das Meer ist so hoch gewesen, dass gerade die Oberkante des Harzbergs noch herausgeschaut hat. Das weiß man, weil dieses Material, das da oben abgelagert worden ist, eben vom Meer her transportiert worden ist. Hier in dieser Genferner Bucht hatten wir ungefähr eine Überflutung von 10 bis maximal 30 Metern an Wasserstand. Das weiß man, weil hier eben Seegräser gewachsen sind und die nicht tiefer wachsen wegen dem Sonnenlicht, das sie brauchen. Hier war ein sehr toller Lebensraum für diese Tiere bei einer angenehmen Wassertemperatur. Wie wir gesagt haben, ungefähr Karibik, Rotes Meer kann man sich hier vorstellen. Und sicher, der Harzberg wäre überfüllt gewesen von Hotels damals. Damals hat es aber noch lange keine Menschen gegeben. Wir befinden uns hier nämlich zu einer Zeit vor ungefähr 14 Millionen Jahren im sogenannten Badenium. Die Erdgeschichte grafisch darzustellen ist nicht einfach. Museen können mit übersichtlichen Schaubildern helfen. Wir haben diese schwer fassbaren Epochen einmal maßstäblich dargestellt. Dieser Balken zeigt das Alter der Erde. Nach heutigem Wissensstand 4,5 Milliarden Jahre. Leben entstand vor mindestens 3,5 Milliarden Jahren. Mikroskopisch kleine, bakterienähnliche Strukturen. Die Erdneuzeit, das Kaneozoikum, beginnt vor etwa 65 Millionen Jahren mit dem Aussterben der Dinosaurier. Vor 14 Millionen Jahren war das Wiener Becken von einem Meer bedeckt, in dem Linda die Seekuh lebte. Der moderne Mensch, der Homo sapiens, betrat erst vor 300.000 Jahren die Bildfläche. Der kleine orange Balken ganz oben zeigt die rund 12.000 Jahre seit der letzten Eiszeit. In dieser Epoche, dem Holozän, hat sich die gesamte Menschheitsgeschichte seit der ausgehenden Altsteinzeit abgespielt. Wir haben hier nun den Blick in die Genferner Bucht und abgeschlossen ist diese Genferner Bucht, wo wir hier stehen, am Lindenberg oder Veitinger Gebirge. Ein Teil des Veitinger Gebirges besteht aus harten Kalken, der vordere Teil jedoch aus weichen Meeressedimenten, die eigentlich aberodiert werden. Nachdem das Meer weg war, fraßen sich Flüsse, die aus dem Hinterland kamen, in diese weichen Sedimente ein und hinterließen mächtige Schotterbänke. Diese Schotter schützten nun die darunterliegenden weichen Schichten. Und im Laufe der Zeit erodierten die Schichten rundherum ab und die Schichten unter den Schottern blieben erhalten. So ist es gekommen, dass einst eine Grube eigentlich heute ein Hügel ist. Warum Linda? Bin ich oft gefragt worden. Ja, einerseits heißt das hier der Lindenberg. Sogar der Besitzer hier von dem Feld heißt Herr Lindenberg, der uns dankenswerterweise graben hat lassen hier. Und so kamen wir auf den Namen Linda, weil sie eben am Lindenberg gefunden worden ist. Ja, schauen wir noch einmal jetzt gleich in die Weingärten und versuchen wir, ob wir dort ein paar Muscheln oder Schnecken aufglauben können. Also wenn man schaut, für diese kurze Strecke, die wir hier nur gegangen sind, eine durchaus reichliche Ausbeute. Die wirklich schönen findet man beim Graben. Anders als wie bei der Archäologie, weil da darf es nicht einmal der Grundeigentümer zulassen. Da kann nicht sagen, ja, Sie dürfen da bei mir graben, das ist verboten in Österreich. Ist es bei den Fossilien nicht so tragisch. Wenn der Grundeigentümer sagt, ja, ich erlaube es, dass Sie hier graben dürfen, dann kann ich auch hier graben und versuchen, mein Glück hier zu finden in sehr schön erhaltenen Muscheln und Schnecken.
Aber ich möchte bitte noch einmal betonen, das ist mir ganz wichtig, denn Sie werden sicher nicht wollen, dass bei Ihnen im Garten wer auftaucht und einfach bei Ihnen im Garten ein Loch gräbt. Wenn man höflich fragt, erklärt, was da los ist, sich ordentlich verhält, das Loch nachher wieder zumacht, ist es durchaus immer wieder möglich, dass der Besitzer sagt, ach ja, das interessiert mich, ich möchte gern sehen, wie es da ausschaut, selbst daran interessiert ist, was da auf seinem Acker selbst zu finden ist oder im Weingarten. Aber bitte, das ist Privatbesitz. Ja, wir waren jetzt im Weingarten spazieren und haben sehr nette Funde gemacht. Aber natürlich, wenn man gräbt oder sehr lange hier sammelt, kann man auch besonders tolle Sachen finden, ganze Sachen. Und ich habe euch hier einige Sachen aus meiner Sammlung mitgebracht. Immer wieder zu finden bei uns in Gainfern, hier die Turmschnecken, hier noch eine Nabelschnecke oder Mondschnecke dabei. Lebensspuren haben wir hier natürlich auch. Hier haben wir ein Flüschgestein, das daher transportiert worden ist, angebohrt mit Bohrmuscheln. Wenn man genau schaut, bei dieser Schnecke hier, die hat auch lauter kleine Löcher. Das sind aber nicht Bohrmuscheln, sondern es sind Ätzschwämme, die auch die Schale angebohrt haben. Und darauf sieht man hier noch eine kleine Wurmschnecke, die sich hier angesiedelt hat. Diese Koralle habe nicht ich auf den Stein hinaufgeklebt, sondern die hat sich angesiedelt hier auf diesen Stein und ist nun schon seit 14 Millionen Jahren auf diesem Stein sitzend. Es hat aber auch andere Korallen gegeben, wie zum Beispiel diese Fächerkoralle. Das ist eine Einzelkoralle, die im Schlamm gesteckt drinnen ist. Die ist immer auch wieder, kann es passiert sein, dass die umgefallen ist, aber die Natur ist sehr einfallsreich. Aufgrund ihrer Form bewegt sich die in mehreren Schritten, bis sie wieder in Lebensstellung ist und weiterleben kann, wenn sie mal durch einen starken Wellenschlag herausgerissen worden ist. Was man auch immer wieder sieht hier bei uns, sind Austern. Hier eine sehr schöne doppelklappige Auster, sehr schöne Arten. Hier gibt es bei uns von Kegelschnecken. Hier im Vergleich zu einer neuzeitliche aus dem Roten Meer. Auch diese hier, man sieht, sie hatten wunderschöne Muster, aber in 14 Millionen Jahren kann man schon mal ein bisschen Farbe verlieren, würde ich sagen. Eine sehr häufige Muschelart ist hier die Archenmuschel. Diese Muschel liegt nicht draußen, sondern ist eingegraben und hat nur einen Verbindungsgang nach oben, wo sie sich durch das Wasser Nahrung und den Sauerstoff, den sie benötigt, holt. In dieser Größe sehr selten und doppelklappig eine sehr schöne Kammmuschel. Also auch solche Exemplare kann man hier in Gainfern finden. Ein Highlight natürlich sind immer wieder Haizähne. Und zwar hier einen Wieselhai, einen Hemipristis und hier einen Sandtigerhai. Man sieht sehr schön, wie unterschiedlich diese Zähne sind. Also ihr habt gesehen, sehr viele unterschiedliche, wunderschöne Muscheln, Schnecken, Seeigeln, paradiesische Zustände wie in Karibik und im Roten Meer und sag auch noch ohne andere Leute. Damals, wenn es schon Menschen gegeben hätte, wären sicher hier ein Hotel nach dem anderen gewesen. Aber es hätte ein Problem gegeben, und zwar den großen Riesenraubhai, den es heute nicht mehr gibt, aber damals gegeben hat. Diese Zähne hier von diesem Riesenraubhai stammen vom Leitergebirge aus Stotzing. Also wie ich ihn gefunden habe, da hat nur dieses kleine Stück herausgeschaut aus einem größeren Stein, den ich mitgenommen habe. Zu Hause habe ich ihn mit Druckluftsticheln präpariert, herausgearbeitet und er ist Gott sei Dank immer größer und größer geworden und zum Schluss ist er so vor mir gelegen. Und dann konnte ich noch ihn durch einen gezielten Schlag vom Stein lösen und man sieht hier sehr schön den Abdruck am Gestein und hier den Zahn selbst. Dieser Zahn ist nach wie vor so scharf, dass man noch immer Steak schneiden könnte damit. Im Zuge der Zeit, bis er ausgestorben ist, vor 3 Millionen Jahren, ist er immer größer und größer geworden, weil auch seine Beute, die Wale, größer und größer geworden sind. Und zum Schluss war ein Zahn 16 cm groß. Muss man sich vorstellen, ein ganzes Kiefer mit solchen Zähnen. Wenn der aufgemacht hat, sein Maul, hätte man als Mensch drinnen aufrecht stehen können. Das hätte vielleicht ein paar Urlaubsgäste doch abgeschreckt. Wer sich das Skelett der Seekuh Linda im Original ansehen möchte, kann dies im Stadtmuseum Bad Vöslau tun. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und hinterlasst uns einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal in der Welt unter der Oberfläche.